Herzlich willkommen hier bei mir auf dem Auswanderkanal Auswandern Südamerika. Ich bin Lobo. Mein Land ist Kolumbien. Ich bin aber Deutscher, zumindest zur Hälfte. Und ich zeige euch hier interessante Sachen des Alltags und generell über das Leben in Südamerika. Und so gibt es zum Beispiel einige Unterschiede. Viele Dinge kennt man in Südamerika gar nicht. Und andersherum kennt man viele Sachen, die es in Südamerika gibt, gar nicht in Deutschland. Dazu kommen wir aber im Laufe der nächsten Folgen hier bei mir auf dem Kanal. Fangen wir heute mal an mit ein paar alltäglichen Sachen, die man in Südamerika gar nicht kennt. Es mag vielleicht ein paar proeuropäische Länder geben, Französisch, Guayana oder so. Da kennt man das, aber hier zumindest in Kolumbien kennt man es nicht. Ja, fangen wir doch mal an mit ja, Flaschenpfand. Es gibt hier kein Flaschenpfand. Kennt man nicht, wird es auch nie geben. Weder für Plastikflaschen noch für Glasflaschen. Also ein Pfand. Man kauft die Flasche und ja, wirft sie weg und fertig. Ja, wenn ich dann immer meinen Freunden erzähle, hier in Deutschland, da muss ich die Flaschen, die ich gekauft habe, muss ich dann wieder alle einsammeln zum Supermarkt und dann geben die mir Geld zurück. Kann mir kein Mensch glauben. Die denken, die spinnen, die Deutschen. Ja? Andere Sache, sehr, sehr witzige Sache. Zum Beispiel das hier. Ja. Was ist das? Fragen mich immer meine Freunde. Möchte ich vielleicht in den Kampf ziehen, in einen Fight? Ach nein, damit ziehe ich mir die Schuhe an. Ein Schuhanzieher. Ja? Noch nie was von gehört. Also immer wenn Freunde bei mir zu Gast sind und wir gehen dann was trinken, hole ich das raus und ziehe mir meine Schuhe an, dann gucken die mich an, als käme ich vom Mond. Das finden die super, super spannend. Ja. Die einfachsten Dinge, die für uns normal alltäglich sind, ja, noch nie was von gehört. Nächste Sache. Ja, ich habe keine da. Bei uns gibt es keine Papiertüten, wenn du einkaufen gehst. Bei uns gibt es nur das hier. Plastik. Plastiktüten, natürlich. Und es kostet nicht. Wenn du in den Supermarkt gehst, Plastiktüten sind inklusive. Ja, natürlich dauert das hier an der Kasse etwas länger als in Deutschland. Ja? Wenn ich in Deutschland bin und gehe in den Supermarkt einkaufen, dann geht das immer. Sitzen die da wie Roboter. Und dann erwarten die von mir, dass ich das gleiche Tempo fahre wie die Kassiererin. Ja, also die Sachen auch in dem Tempo einräume, wie sie das durchzieht. Dann sage ich immer, nicht mit mir. Bei mir läuft das alles ein bisschen langsamer. Ja, denn das sind meine Gewohnheiten und wir sind hier in einer Dienstleistungswüste in Deutschland. Ja, hier gibt es keinen Service. Ja, null. Gar nichts. So gehört es zum Service in Südamerika, dass hier die Plastiktüten natürlich auch gepackt werden. Da muss keiner seine Tüten einräumen. Ja? Entweder macht es die Kassiererin oder aber stehen da Jungs und Mädels noch mit daneben am Band, die dir die Tüten einräumen und wenn du das möchtest, auch zum Auto bringen und es in den Kofferraum legen. Ja? Man gibt immer ein bisschen Trinkgeld. Manche machen es nicht, aber es ist eine Sache des Anstandes, dass du da mal ein kleines Trinkgeld gibst, weil davon bessern die sich natürlich nochmal ihr Gehalt ein bisschen auf. Aber ich habe es auch gesehen, viele machen es auch manchmal nicht. Und ich sage dann auch manchmal was dazu. Ja? Und dann machen sie es, ja, weil es denen peinlich ist. Ja? Also, Service hier in Südamerika. Weitere Sache. Ja, es gibt auch hier McDonald's.
aber nicht so häufig. Was es relativ häufig gibt, ist zum Beispiel Subways, weil viel wird aus USA kopiert und da kommen dann auch solche Ketten hier runter. Aber die Preise sind bei McDonald's hier genauso wie in Deutschland. Ja? Kein Unterschied, deswegen ist das schon ein bisschen was Besonderes für die Menschen hier, wenn man zu McDonald's geht, weil die Gehälter natürlich wesentlich geringer sind und man geht vielleicht mal alle 3 Monate oder einmal im Jahr zu McDonald's essen. Ich sage dann immer, das ist aber nicht so, weiß nicht, darf ich das hier auf dem Kanal sagen? Es ist nicht so gesund. Ja, aber so einmal im Jahr, komm. Ja. Denn hier, das zum Beispiel, was ist das? Ja, sieht man es. Das ist eine Zimtstange. Hier wird alles frisch gemacht. Ja, einfach Zimtstange kaufen, wird gehäckselt, Pulver, das Beste, was es gibt, frischer Zimt. Und das ist mit allem so. Es gibt kaum Fertigfraß in den Supermärkten. Ja, ganz, ganz wenig und meistens ist es schweineteuer. Also so Tiefkühlpizzen in dem Umfang, wie das in Deutschland der Fall ist, kennen die hier nicht. Gibt es hier nicht. Ich glaube, ich habe mal 1 oder 2 gesehen. Auch schweineteuer. Also hier alles frisch. Die Muttis können hier noch kochen. Ja? Die Mädels nicht mehr so. Zumindest sagen sie können kochen und meistens ist es dann nur Reis und Hühnchen. Ja, zu mehr reicht da nicht. Aber gut, ist halt so. Das ist ein anderes Thema. Vielleicht in einer der nächsten Folgen. Ja, also hier alles frisch. Deswegen sind die Menschen auch hier sehr gesund. Ja, weil Fertigfraß gibt es hier so gut wie gar nicht. Wo wir beim Einkaufen sind, ja, zum Beispiel Einkaufszentren. Das ist eine Sache, die ist hier absolut phänomenal. Dagegen ist Deutschland absolutes dritte Weltland. Gut, mittlerweile in vielen anderen Bereichen Deutschland auch dritte Weltland, wie zum Beispiel beim Internet, Glasfaser hier oder Standard. Kostet hier Glasfaseranschluss, kostet hier 15 Euro im Monat und es funktioniert erst rein, nie Probleme gehabt. Innerhalb von 2 Tagen hast du hier Glasfaser. Ja, innerhalb von 2 Tagen maximal. Aber schauen wir uns das mal an. Das sind Einkaufszentren, riesiges Einkaufszentrum. Davon gibt es hier Hunderte. Allein bei mir in der Stadt. Einkaufszentren sind hier nicht nur zum Einkaufen, es sind soziale Treffpunkte. Ja? Da treffen sich nicht nur die Jugendlichen, auch die älteren Menschen. Und der Clou ist, meistens hast du auf der ersten Etage, also ganz unten, Taxi-Transport. Also Einkaufszentren fährt direkt. Also Taxi fährt direkt ins Einkaufszentrum und du musst nicht auf die Straße gehen, Taxi suchen. Ja? Also wirst direkt, kannst hier wieder abfahren und auch ankommen natürlich. Und auf der ersten Etage sind riesige Spielplätze in vielen Einkaufszentren. Da gibst du deine Kinder ab und ja, die riesige Spielparks, die beschäftigen sich dann und du gehst einkaufen. Ja? Oder einen Kaffee trinken. Meistens hast du eh noch Familienmitglieder dabei, die auch noch auf die Kinder mit aufpassen dann da unten. Aber generell hier sehr, sehr kinderfreundlich und auch wer kein Geld hat, viele haben ja auch kein Geld, die gehen trotzdem ins Einkaufszentrum. Wir haben hier riesige Panels, Bildschirme, da laufen Telenovelas den ganzen Tag. Was ist eine Telenovela? Ja, das ist sowas wie in Deutschland. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Berlin, Tag und Nacht oder so ein Zeug. Ja, oder gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ja, das sind Telenovelas, nur in gut. Also im Vergleich zu Deutschland.
Meisten kommen aus Mexiko, es gibt auch ein paar kolumbianische, aber die meisten besseren Telenovelas werden in Mexiko produziert und das ziehen die sich ja von morgens bis abends rein und so auch im Einkaufszentrum. Ja, also riesige Treffpunkte, hier sehr sozial. Du kannst hier mit Gott und der Welt sprechen. Ja, alle Menschen haben extrem hohe Social Skills, die wissen miteinander zu kommunizieren. Ich kann einen anquatschen, den kenne ich gar nicht. Und der redet mit mir, als wenn wir uns schon 20 Jahre kennen würden. Ja, also Südamerika, Social Skills top. Deutschland, Social Skills zero. Null. Ja, das ist ein gravierender Unterschied zwischen den Kulturen. Klar haben hier auch die Mädels alle ein Smartphone, iPhone, Jungs und Mädels, aber die wissen trotzdem miteinander zu kommunizieren, weil sich das Leben hier nicht im Keller abspielt, so wie in Deutschland, sondern auf der Straße. Abends sind hier die Straßen voll. Die gehen alle raus, die Menschen. Mit oder ohne Smartphone, egal, aber du hast hier immens viele soziale Kontakte. So, jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten, was in Südamerika, was es immer geben wird und nie abgeschafft werden wird. Das ist natürlich das Bargeld. Bargeld, ja. Bargeld hier extrem wichtig, weil sehr viele arme Menschen, kleine Mittelschicht und dann eine reichen Schicht, aber mit Bargeld läuft hier alles. Du gibst dem einen Tipp, dem einen Tipp. Beim Supermarkt, beim Tüten einräumen, gibst du ihnen einen kleinen Tipp. Ja, oder viele verkaufen ja auch Süßigkeiten an der Straße, gerade so die viele Flüchtlinge aus Venezuela zum Beispiel. Wir haben hier sehr viele, wir haben hier über 1 Million Venezuelaner im Land. Ja, und aber auch andere, die ihre Süßigkeiten verkaufen, um sich Geld zu verdienen. Das sind so diese ja, kleinen Minijobs. Also mit Bargeld funktioniert ja alles. Klar, es gibt auch Kartenzahlung, modern. Funktioniert ja sehr, sehr gut über das eigene Banksystem. Die Nationalbank hier, die ist komplett mit den Shops verbunden, ganz easy. Aber das Bargeld wirst du hier immer sehen, wird garantiert auch in Zukunft nicht abgeschafft, so wie das in Europa der Fall sein wird. Ja, also hier extrem wichtig. Und auf Bargeld kannst du bauen hier in Südamerika. Ja, Freunde, das war's für die heutige Folge. Im Hintergrund seht ihr im Übrigen mein Land Kolumbien. Ja, ein bisschen die Landschaft, wunderschön, das schönste Land der Welt natürlich. Ja, aber generell Südamerika, die Menschen sehr, sehr freundlich, bis auf Chile und Argentinien, die nicht so. Ja, für die spreche ich hier nicht. Das war's für heute. Wir sehen uns in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen spannende Einblicke geben in das Leben hier und vor allen Dingen die Unterschiede zu Europa, speziell zu Deutschland. Bis zum nächsten Mal. Euer Lobo.